Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von TechTV. Ich stelle euch heute die Kyosho Blizzard SR vor. Ja, mit leichten Umbauten. So, wie sie aus der Verpackung kommt, steht drauf, dass es ein Ready Set ist. Ja, das stimmt. Man kann direkt losfahren. Ne, man braucht erst einen Akku. Also man braucht einen 7,2 Volt Akku. Diese hier. Also der hat jetzt 4000 mAh. Kann man relativ lange mitfahren. Habe ich noch nicht ausprobiert, da hier noch keinen Schnee gab. So, ja, wie gesagt, man braucht einen Akku dafür. Also, es ist ein Ready Set und man muss aber leichte Umbauten vorführen, da das Getriebe eine zu hohe Übersetzung hat und der Regler dadurch durchbrennt. Ja, deswegen habe ich die Raupe ein klein wenig umgebaut. So, zum Öffnen müsst ihr diese beiden Schnallen entfernen. Da sitzt eine und gegenüber sitzt auch noch eine. Die müsst ihr rausziehen. Dann könnt ihr die Karosserie einfach nach oben hinwegnehmen. So, ich habe jetzt hier, da ich hier LEDs verbaut habe, hinten auch, da auch noch zwei. Hier oben kommen noch zwei Rundumleuchten rein. Hier das ganze Kabel in der Fahrerkabine drin. Hier ist der Regler dafür. Schalter sitzt hier neben dem Auspuff. Da kann man das Licht dann halt regeln. Immer wenn man drauf drückt, dann blinkt das anders oder steht komplett. So, die lege ich einfach mal zur Seite. So, dann sieht man da, das hier ist der Regler. Der neue. Der wurde nicht von mir verbaut. Da das bei mir nicht geklappt hat, wurde der von einer Internetbekanntschaft über das Pistenraupenforum. Der hat den für mich verkabelt, da der Regler bei mir nichts von sich gegeben hat. So, schraube ich das hier mal eben auf. So, die Schraube am besten immer wieder direkt in das Loch drehen, damit die nicht verloren geht. Ist gerade ein bisschen schwierig. So, jetzt kommen wir zur Elektronik. Also, da vorne sind zwei neue Igarashi Motoren verbaut. Das Ritzel, was da dran ist, das ist ein 14-Zähnen Ritzel. Wurde auch von der Internetbekanntschaft verbaut, da er einen Modellbauladen in seiner Umgebung hat und hier keiner in der Nähe ist. So, der Regler sitzt jetzt, wie schon gesagt, hier. Der alte saß hier, hinter dem Empfänger. Der Empfänger sitzt immer noch hier. So, dann habe ich diese Stange hier ein klein wenig gebogen, da die sonst, weil die Motoren etwas länger sind als die Originalen, die dabei sind, da die sonst beim Hoch- und Runtermachen hier dran stößt und das dann genau an diese Welle kommt und den Motor dann bremst, der dadurch heiß läuft. So, dann habe ich, funkele ich mal hin zur Seite, hier da eine kleine Getriebestabilisierung verbaut. Kommt auf der anderen Seite auch noch. Habe ich auch schon hier angefertigt. Muss nur noch eingebaut werden. Kommt dann auch da hinten rein. Dann stabilisiert das die Bolzen ein wenig. So. Hier, kommen wir zu dem Teil. Das hier habe ich umklebt mit ganz normalem Kreppband und dann angesprüht, damit das eine kleine Dämmung für das Getriebe ist, weil das Getriebe relativ laut ist. Habe ich das dann umklebt, damit das nicht ganz so laut ist, kleine Dämmung. Ja, wirkt nicht besonders viel, aber hilft etwas. So, dann ist da hinten hier der neue Servo drin.
Der hebt jetzt wesentlich mehr als der alte. Da die Raupe jetzt nicht an ist, hält der Servo jetzt nicht gegen. Da dann immer, wenn zu viel Last auf die Raupe kam, das passiert ist. Dann kann der Servo das nicht mehr rausheben. Ja, ist doof. So. Deswegen ist da ein neuer drin, damit er sich nicht so im Schnee verkeilt. So. Hier vorne sind Aluminiumrohre rumgekommen. Da das nur so dünne Plastikpinne waren, habe ich die damit ein wenig stabilisiert. So. Jetzt zu dem neuen Regler. Den habe ich mir gekauft. Dann tatsächlich. Ja, doof. 124 € ist nicht billig für einen Regler. So. Dann, ja, was sollte ich machen? Ich hatte noch eine Internetbekanntschaft über das Pistenraupenforum, habe ich den kennengelernt. Ja, ist ein ganz netter. Den habe ich auch, als ich mit angefangen bin, nur Löcher im Bauch gefragt. Da ich noch keine Ahnung hatte, also jetzt habe ich auch noch so viel Ahnung, aber schon wesentlich mehr, als ich angefangen bin. So, das wurde komplett alles hier. Der Regler wurde komplett verkabelt. Mit dem Motor, mit dem Empfänger, mit dem Akku, mit allem. Hat der komplett für mich gemacht. Also danke an dieser Stelle. Da ich das ohne ihn nicht hingekriegt hätte. So, dann habe ich hier zum Akku entnehmen oder reintun. Muss ich dieses Klettverschluss losmachen. Dann diesen Stecker rausziehen. Jetzt habe ich hier 2200 mAh Akku. Habe ich mir, gestern kamen die, noch mehrere bestellt. Ein 4000 mAh, ein 2400 mAh und ein 3000 mAh. Habe ich mir bestellt, weil man mit dem 2200er knappe halbe Stunde fahren kann. Habe ich also letztens im einen Tag Skifahren getestet. Also ist immer noch nicht leer. Deswegen habe ich mir die anderen noch gekauft, falls mal wieder ein Pistenraupentreffen ist. So. Ja. Hier, weiß ich jetzt, ne, sieht man jetzt nicht. Hier ist der Sternrad, ist ein chromfarbenes drum gekommen. Die Originalen waren schwarz. Dann ist hier ein kleiner Schlauch drum gekommen, damit der Schnee da nicht so zwischenpappt. Auf der anderen Seite genauso. So. Was kann ich noch dazu sagen? Ja, das war's erstmal zu der Raupe. Ja, und nochmal danke an meine Bekanntschaft. Ja. Dann bis zum nächsten Mal von TechTV. Tschüss.